Hello, hello, and an amazing, wonderful good morning. Hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. So look what he continues to say. Schau, was weiter sagt. And I find that the strength of Christ's explosive power infuses me to conquer every difficulty. Und ich merke, dass die Kraft der explosiven Macht Christi mich erfüllt, um jede Schwierigkeit zu überwinden. Wouldn't you? I would love if they would have the passion in every language of the world. Ich meine, ich würde es toll finden, wenn sie die Passion in jeder Sprache der Welt hätten. It's so poetic. Es ist so poetisch. And it's so incredibly beautiful. Und es ist so unglaublich schön. So look what he says. Schau mal, was sagt. This is so incredible. I find, so that means he experienced something. Das ist so unbeschreiblich. Ich merke, das heißt, er hat etwas erlebt. That the strength of Christ's explosive power. Dass die explosive Kraft Christi, there is an explosive power of Jesus Christ that's available for you. Es gibt eine explosive Kraft von Jesus Christus, die für dich verfügbar ist. And he said, it's that power that was infused into me. Und er sagt, es ist diese Kraft, die mir eingeflößt wurde, that gives me the ability to conquer every single difficulty. Die mir die Fähigkeit gibt, jede einzelne Schwierigkeit zu überwinden. So what have people done? Und was haben die Menschen getan? Okay, I have to learn to be satisfied in every circumstance. Okay, ich muss lernen, in jeder Situation zufrieden zu sein. Okay, I have to learn also to be satisfied with being hungry or satisfied with being full. Okay, ich muss lernen, auch zufrieden zu sein, wenn ich hungrig bin und wenn ich satt bin. Okay, I'm going to conquer every difficulty. I can do this, I can do this, I can do this. Okay, ich werde jede Schwierigkeit überwinden. Ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. No. Nein. Paul said that the strength he had to do this. Paulus sagt, dass die Kraft, die er hatte, um das zu tun, it was Christ's explosive power and not his own self-discipline. Die explosive Kraft Christi war und nicht seine eigene Selbstdisziplin. Do you know why I find it so incredible that Paul said this? Weißt du, warum ich es so erstaunlich finde, dass Paulus das gesagt hat? Because in other letters, Paul teaches us about his incredible commitment to self-discipline. Weil Paulus uns in anderen Briefen über sein außerordentliches Bekenntnis zur Selbstdisziplin lehrt. I did a whole mentoring about the importance of discipline with our mentoring group. Ich habe in unserer Mentoring-Gruppe einige Lehreinheiten über die Bedeutung von Disziplin gemacht. If you're interested in being part of the mentoring, if you are not, wenn du interessiert bist, an dem Mentoring teilzunehmen, we have it in 3 languages, English, Portuguese and German. Wir haben es in 3 Sprachen, Englisch, Portugiesisch und Deutsch. Just go to reinhardhirtler.com. Geh einfach auf reinhardhirtler.com. And there you will find information. Dort findest du weitere Informationen. So I taught our people in the mentoring group the importance of discipline and self-discipline. Also habe ich unseren Leuten in der Mentoring-Gruppe die Bedeutung von Disziplin und Selbstdisziplin gelehrt. And so did Paul. Und das tat Paulus auch. But look, the incredible truth is this. Aber schau, die erstaunliche Wahrheit ist diese. The guy who was so strong in self-discipline knew that this cannot be done by self-discipline. Der Mann, der so stark und selbstdiszipliniert war, wusste, dass das nicht mit Selbstdisziplin zu schaffen ist. His ability to be satisfied under any circumstance had nothing to do with him becoming a self-disciplined man. Seine Fähigkeit, unter allen Umständen zufrieden zu sein, hatte nichts damit zu tun, dass er ein sehr disziplinierter Mensch war. It was the infused power of Jesus Christ himself. Es war die Kraft von Jesus Christus selbst, die ihn erfüllte. So here's my simple question. Hier ist also meine einfache Frage. Which power do you live by, yours or his? Aus welcher Kraft lebst du? Deiner oder seiner? You see, both doesn't work. Du siehst, beides funktioniert nicht. I've learned a very simple secret. Ich habe ein ganz einfaches Geheimnis gelernt. If I surrender all of me to him, wenn ich mich ihm ganz hingebe, then I can experience all of him in my life. Kann ich ihn ganz in meinem Leben erleben. Not complicated, is it? Das ist nicht kompliziert, oder? All mine is surrendered to him and all his is surrendered to me. Mein ganzes Ich ist ihm hingegeben und sein ganzes Ich ist mir hingegeben. So I can just grab it by appropriating faith. Also kann ich es mir einfach durch nehmenden Glauben, durch Glauben, der Besitz ergreift, aneignen. Over and over and over again. Immer und immer wieder. Christians fall into the trap.
tappen Christen in die Falle, that they think by their own self they can conquer what Christ has already made available for them. dass sie denken, sie könnten aus eigener Kraft das erobern, was Christus ihnen bereits zur Verfügung gestellt hat. Paul understood Paulus hat verstanden, that there is a power that comes from nobody but Jesus Christ dass es eine Kraft gibt, die von niemand anderem als Jesus Christus kommt, that enables him to conquer every single difficulty, die ihn befähigt, jede einzelne Schwierigkeit zu überwinden, that gives him the supernatural power to be satisfied in every circumstance. die ihm diese übernatürliche Kraft gibt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. But of course, this can only be your experience if you let go living by your own strength. Aber natürlich kannst du diese Erfahrung nur machen, wenn du aufhörst, aus eigener Kraft zu leben. And don't use them as an excuse that, I don't have to do anything because it's not in my own strength and I'm not strong. Und benutze sie nicht als Ausrede, dass ich muss nichts tun, weil es nicht meine eigene Kraft ist und ich nicht stark bin. No. Nein, You have to say, okay, I cannot do this without Christ. du musst sagen, okay, ohne Christus schaffe ich das nicht. Then at the same moment, you have to say in your heart and write this truth on your heart. Im selben Moment musst du in deinem Herzen sagen und dir diese Wahrheit auf dein Herz schreiben. But through Christ, I can do everything because his power is infused into my heart. Aber durch Christus kann ich alles tun, weil seine Kraft in mein Herz eingeflößt wurde. So what would happen if you would learn to live like this? Was würde also passieren, wenn du lernen würdest, so zu leben? We could live just like Paul did. Wir könnten so leben, wie Paulus es tat. We could say, yes, I can do everything and under any circumstance, I will be just fine. Wir könnten sagen, ja, ich kann alles tun, egal unter welchen Umständen. Mir geht es gut. Suddenly, we could live a life above the average. Plötzlich könnten wir ein Leben führen, das über dem Durchschnitt liegt. Suddenly, we could live a life without limits. Plötzlich könnten wir ein Leben ohne Begrenzungen leben. Once I understood that it's either my power or his power, Als ich verstand, dass es entweder meine Kraft oder seine Kraft ist, that changed a lot. änderte sich viel. Once I understood that if I don't live by his power, Als ich verstand, dass wenn ich nicht aus seiner Kraft lebe, I'm stuck with my own power, ich mit meiner eigenen Kraft stecken bleibe which will always be limited. und die wird immer begrenzt sein. So many of us don't live a life without limits because we keep depending on what we can achieve. Also leben viele von uns kein Leben ohne Begrenzungen, weil wir uns immer darauf verlassen, was wir erreichen können. It's available for you to live by that power. Es steht dir zur Verfügung, aus dieser Kraft zu leben. So with that power, you can learn to be satisfied in every situation. So kannst du durch diese Kraft lernen, in jeder Situation zufrieden zu sein. Just think about it. Denk einfach darüber nach. You walk through difficult times. Du gehst durch schwierige Zeiten. You write the truth in your heart. Du schreibst dir die Wahrheit auf dein Herz. Thank you for your explosive power in me. Ich danke dir für deine explosive Kraft in mir. Thank you. Ich danke dir. I believe it. I act upon it. Ich glaube es, ich handle danach And I declare it. und ich verkünde es. And you will see great things. Und du wirst große Dinge sehen. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.